Hallo liebe Zuschauer, heute geht es darum, Tod in Thailand und was haben die Angehörigen zu unternehmen. Als erstes, was ich euch rate, ist, dass ihr so einen Informationszettel immer bei euch habt, wo drauf steht Emergency, please inform, in dem Fall hier Koh Samui. Dann schreibt ihr also die Personen auf, die hier informiert werden sollen, wenn euch was zustößt. Ob ihr einen Unfall habt oder ihr seid tot bei einem Unfall, Verkehrsunfall, und auch für die Leute, oder für Familienangehörigen, die in Deutschland informiert werden muss. Spätestens wenn die Botschaft in Bangkok eingeschaltet ist, brauchen die eine Adresse, eine Telefonnummer, sonst fangen die an zu recherchieren und das dauert und und dann seid ihr schon verbrannt hier und womöglich möchten die das gar nicht, sondern die wollten dabei sein. Also, so einen kleinen Zettel dabei, ich habe den einfach mit Tesafilm überklebt, damit er auch, scheißegal, wenn Wasser drauf kommt, und in die Brieftasche einfach damit. Das ist das Erste. So, und dann habe ich hier eine Auflistung gemacht. All dieses seht ihr auch im Anhang unter dem Film. Die ganzen Punkte, die hier aufgeführt sind. Ich muss das ablesen, weil es so viel ist. Das Wichtigste ist, dass ihr eine Person oder zwei Personen hier findet, euren Vertrauens. Diese Person muss eingewiesen werden, was sie zu tun hat, wenn ihr tot seid. Also hier habe ich als erstes auf der Liste, das ist also eine Recherche aus dem Internet, auch mit den Kosten, die ich euch mitteilen werde. Ihr solltet demjenigen den Code von eurem Safe geben. Er sollte wissen, wo euer Reisepass und die Unterlagen für die Rente oder Pension sich aufhalten. Da habe ich einen Punkt. Was ich machen werde, ist, ich werde alle meine Unterlagen von der Rente, von der Todesversicherung, Lebensversicherung, das würde ich alles mit dem Handy fotografieren und den entsprechenden Personen dann auch zuschicken. In Deutschland und auch hier, damit die was in der Hand haben. Dann brauchen die natürlich eine Vollmacht für euer Konto, damit das Geld runtergeholt wird, um auch die Kosten zu decken für die Einäscherung. Oder die sollten zumindest den PIN-Code wissen für wenn ihr zum ATM geht. Testament ist bei einem Rechtsanwalt oder einer Person des Vertrauens zu hinterlegen, eine Kopie bei einer weiteren Person. Um die Art der Bestattung bzw. Überführung festzulegen, reicht ein formloses Schreiben mit Unterschrift. Letzter Wille für die Erledigung. Es sollte auch in Thai übersetzt sein, aber Englisch ist es ein Minimum. Dann solltet ihr die Telefonnummer von deutschen Angehörigen irgendwo aufschreiben. Das ist ganz wichtig, wie ich schon sagte, die Botschaft wird da ermitteln, um da jemand zu ermitteln. Jetzt komme ich zu den Punkten, was ist, wenn man euch tot zu Hause auffindet. Ich bin Single und 2/3 der deutschen Männer hier in Thailand sind Single und haben also niemanden eigentlich, der außer Freundinnen, der zugegen ist oder weiß, was gemacht werden muss. So, der erste Schritt ist also, wenn man euch findet, die Polizei muss informiert werden. Die Polizei schaut dann auch nach, ob da ein Mord vorliegt oder natürlicher Tod. Die veranlassen auch, dass die Leiche ins Krankenhaus transportiert wird und da wird sie auch nochmal untersucht. Und das Krankenhaus stellt dann auch den Totenschein aus. Und das Krankenhaus informiert auch aufgrund, der Pass ist ja auch zugegen, die deutsche Botschaft, dass ihr verstorben seid. So, jetzt lese ich mal die Punkte hier ab. Die deutsche Botschaft in Bangkok wird informiert. Liegen keine anderen Anweisungen vor, veranlasst die Botschaft die Einäscherung. Aber hier Vorsicht, hier kann es auch passieren, dass ihr nach Bangkok zur Botschaft transportiert wird und da werdet ihr hundertprozentig eingeäschert und dann haben die Hinterbliebenen
die Kosten zu tragen. Sind Hinterbliebenen vor Ort, können sie mit dem Totenschein bei einem Tempel die Einäscherung vornehmen. Nächster Punkt ist, wenn jetzt die Angehörigen in Deutschland informiert worden sind und die möchten gerne bei der Einäscherung dabei sein, dann besteht auch die Möglichkeit, dass ihr so lange in dem Kühlfach kommt, entweder im Krankenhaus, da weiß ich den Preis, das sind 600 Watt ungefähr am Tag, oder ihr könnt auch im Tempel, die haben auch Truhen, wo man kühl gehalten wird für gewisse Tage. Eine buddhistische Trauerfeier inklusive aller Gebühren, Transport und der Einäscherung im Tempel kostet ca. 1000 Euro. Das kann natürlich variieren, nach oben Grenzen gesetzt. Der auf Thai ausgesetzte Totenschein muss für die Beantragung der Witwenrente beglaubigt ins Deutsche übersetzt werden. Da müssen also die Witwen darauf achten, dass das also gemacht wird. Und da gibt es in Pattaya ein Büro bei der CATA. Da habe ich also auch hier die Telefonnummer aufgeschrieben, wo das gemacht werden kann. Man sollte gleich von diesem Dokument 5 beglaubigte Kopien anfertigen lassen, weil die in Deutsch ja auch noch gebraucht werden an der Rentenanstalt, Botschaft. Danach müsst ihr zur Immigration, da müsst ihr das eben halt angeben, dass die Person verstorben ist, und wenn jemand auf dem Visum mit draufsteht, dann muss natürlich eine Lösung gefunden werden mit der Immigration, dass die weitere Person denn hier bleibt oder was da eben halt gemacht wird. Das ist also auch wichtig. Liegt der beglaubigte Totenschein auf Deutsch vor, entfällt in der Regel eine amtliche Bestätigung durch die Botschaft. Der Reisepass des Verstorbenen wird durch die deutsche Botschaft annulliert. Jetzt habe ich noch recherchiert, was es kostet, wenn der Leichnam in einem Sarg von hier nach Deutschland transportiert werden soll. Ab 3000 Euro kostet das. Eine Einäscherung mit Urnenüberführung, also nach Deutschland, kostet etwa 2000 Euro. Und die Einäscherung am Beisetzungsort kostet 1000 Euro. Eine Erdbestattung am Ort ist ab 2000 Euro. Die Hinterbliebenen müssen weitere Versicherungen, zum Beispiel Krankenversicherung hier in Thailand und in Deutschland, kündigen und eine Rückerstattung von Prämien beantragen. Sorry, das waren gerade meine Hunde, die hier abgehauen sind. So, das war es eigentlich. Also ich rate jedem, das zu behalten oder zumindest auszudrucken, wenn der Fall kommt. Also hier ist die Checkliste, die denn soweit abzuarbeiten. Ganz wichtig, was am ersten Punkt aufgeführt worden ist, dass also eine Vertrauensperson gefunden worden ist hier. Ja, und diesen Zettel nicht vergessen, den man immer dabei haben sollte. Ich hoffe, ich habe die meisten Fragen jetzt beantwortet. Es gibt auch Firmen, die das alles managen. Wir haben hier auf Samui jemanden, eine Deutsch sprechende, und ich glaube auch in den anderen Bereichen, Hua Hin oder wo ihr wohnt, da müsst ihr euch mal umhören. Da könnt ihr auch die Patientenverordnung auch unterschreiben, wenn es also ist, dass er also im Krankenhaus schwerst krank da liegt. Ist also alles geregelt, man muss sich nur ein bisschen informieren und darum kümmern, bevor es zu spät ist und man kann nichts mehr machen. So, jetzt genieße es, hier zu sein im Rentenleben, und ja, wir sehen uns beim nächsten Film. Tschüss.